Das ist der Bugs 5W, ein Einsteiger-Videoquadcopter mit einer Full-HD-Videokamera, Brushless-Motoren, GPS und Funktionen wie mich zu folgen oder automatisches Umkreisen von Objekten. Der Quadcopter ist flugfertig mit komplettem Zubehör wie ein Ladegerät, Akku, Ersatzpropeller, Handyhalterung und eine Fernsteuerung. Der Bugs 5 ist ein WLAN-Quadcopter. Er überträgt über WLAN das Live-Video der Kamera auf dein Handy. Die Kamera ist eine HD-Kamera, die fest an dem Quadcopter montiert ist mit einem schwenkbaren Objektiv, der über die Fernsteuerung nach unten gekippt werden kann. Die Motoren sind bürstenlos und somit verschleißfrei. Die Propeller lassen sich leicht mit der Hand abschrauben und austauschen. Ein 7,4 Volt Akku mit 1800 mAh liegt bei für gute 15 Minuten Flug. Der Akku wird in den Bug eingesteckt und die Sicherheitsschraube zugedreht und schon ist der Quadcopter an. Die Fernsteuerung liegt gut in der Hand und hat alle wichtigsten Funktionen da, wie Video starten, Fliege-Zurück-Funktion, starten und landen und Motoren aktivieren. Es werden 4 AA-Akkus benötigt. Die LCD-Anzeige zeigt links die Anzahl der GPS-Satelliten an, die Höhe und die Entfernung der Drohne und rechts den Akkuzustand von der Fernsteuerung und bei eingeschalteter Drohne auch den Akkuzustand der Drohne. Aber wir müssen zuerst die Fernsteuerung an die Drohne binden. Hierzu liegt eine Kurzanleitung bei für den Schnellstart. Vor dem Binden muss der Quadcopter und die Fernsteuerung aus sein. Auf der Fernsteuerung wird der rote Motorentriegelschalter gedrückt gehalten und die Funke eingeschaltet. Im Bindungsmodus blinkt oben die Anzeige. Der Akku wird eingesteckt und die Fernsteuerung gibt einen langen Ton ab und blinkt nicht mehr. Nun ist der Quadcopter gebunden. Auf der Fernsteuerung wird jetzt der Akkuzustand und die Signalstärke der Drohne angezeigt. Beim Einschalten wird die Drohne initialisiert und sollte auf einem waagerechten Boden stehen. Nach ein paar Sekunden kommt ein doppelter Signalton. Die LEDs der Drohne blinken jetzt gelb abwechselnd. Jetzt muss der Kompass horizontal kalibriert werden. Zuerst wird der Quadcopter um 360 Grad gedreht, dreimal um die eigene Achse. Die LEDs schalten von gelb auf grün um. Als nächstes muss der Kompass vertikal kalibriert werden. Die Kamera der Drohne zeigt nach oben und man dreht die Drohne wieder dreimal um die Achse. Die LEDs leuchten jetzt dauerhaft und die Kalibrierung ist abgeschlossen. Wir können jetzt die Motoren über den roten Schalter aktivieren. Um die Motoren auszuschalten, drückt man lange auf den roten Schalter. Die Motoren kann man auch über die Knüppel aktivieren. Hierzu beide Knüppel nach unten Mitte halten. Und genauso schaltet man auch die Motoren aus. Zum Aufladen vom Akku gibt es einen Adapter und ein einfaches Ladegerät, das über ein USB-Kabel mit seinem Handy-Ladegerät mit 5 Volt Strom versorgt wird. Der Akku wird mit ca. 1,3 Ampere geladen und man braucht 3 bis 3,5 Stunden, bis der Akku voll ist und die LED am Ladegerät nicht mehr blinkt. Die Kamera hat leider keine Bildstabilisierung, sie ist nur auf Gummidämpfer montiert. Somit beginnt das Bild vom Video zu wackeln beim Wind oder beim Schwenken der Drohne. Hinten an der Kamera befindet sich der Steckplatz für die Micro-SD-Karte. Eine SD-Karte bis 32 GB kann genutzt werden. Hier sollte man eine schnelle Class 10 Karte verwenden.
Als Videomonitor wird ein Handy benötigt. Die Bugs Go App gibt es für Apple iOS oder Android Handys und kann kostenlos geladen werden. Um das Handy mit dem Bugs zu verbinden, muss der Quadcopter an sein und das Handy muss über die WLAN-Verbindung zum Quadcopter verbunden werden. Danach wird die Bugs Go App gestartet und man sieht das Live-Bild der Kamera. Ist die SD-Karte in der Kamera, so wird die Aufnahme auf die SD-Karte gespeichert. Man kann auch ohne eine SD-Karte das Video direkt auf dein Handy aufnehmen. Hier kann es aber passieren, dass bei einer schlechten WLAN-Verbindung das Video bei der direkten Aufnahme auf das Handy rucken kann. Die Handyhalterung ist für alle Handygrößen geeignet. An der rechten Seite der Fernsteuerung ist ein Rädchen, um die Kamera zu schwenken. Die Kamera kann um 90 Grad nach unten gedreht werden. Die Videos können schnell von dem Quadcopter auf dein Handy über die App übertragen werden. Nun geht es endlich zum Fliegen. Draußen findet der Bugs direkt 14 GPS-Satelliten. Man muss natürlich wieder komplett den Kompass kalibrieren. Zuerst aktivieren wir die Motoren mit den roten Schalter links und heben ab mit der Take-Off-Taste. Mit Hilfe von GPS steht der Quadcopter ruhig in der Luft und kann von jedem Anfänger leicht geflogen werden. Das ist die Full HD Aufnahme von der Bugs 5W Kamera. Die Videoqualität ist sehr gut. Ich vermisse hier nur eine Stabilisierung. Aber dafür bräuchte man mindestens 2 Achsen Gimbal für die Kamera und der Quadcopter müsste schwerer sein, damit er beim Wind ruhig ungestört schwebt. Die schwenkbare Kamera mit 90 Grad nach unten ist gut. Aber wenn ich schneller fliege, müsste ich die Kamera mehr nach oben schwenken können, damit ich den Horizont sehen kann. Mit einem ruhigen Flug, langsamen Bewegungen bekommt man hier brauchbare HD-Videoaufnahmen für jeden Video-Quadcopter-Einsteiger. Der Bugs kann mit GPS per Knopfdruck automatisch zurück zur Startposition gebracht werden. Einfach auf die rechte Taste One Key Home drücken und schon fliegt der Bugs zurück und hält dabei eine sichere Höhe. Erst bei dem Landeplatz beginnt er zu sinken. Ja, das war gar nicht so schlecht. 1 Meter Abstand von dem Startpunkt. Den Bugs kann man auch ohne GPS fliegen. Hierzu schaltet man links GPS aus. Jetzt kann ich schneller fliegen und üben, bevor ich auf FPV Racing Copter umsteigen sollte. Der Bugs 5W hat mich von der Qualität und der Verarbeitung überrascht. Alles läuft einwandfrei. Er liefert gute Videos in HD mit 30 Bildern pro Sekunde, aber manchmal gibt es kleine Bildaussätze im Video, obwohl direkt auf SD-Karte gespeichert wurde. Der Bugs macht bestimmt allen Einsteigern viel Spaß und hat den Vorteil, dass die Kamera um 90 Grad schwenkbar ist, welche man dann perfekt für die Verfolgungsfunktion nutzen kann. Nach 15 Minuten ist der Akku leer und der Bugs möchte landen, also vielleicht einen zweiten Akku mitbestellen.